Winterzeit ist Messezeit, doch aus bekannten Gründen läuft in diesem Jahr leider alles etwas anders. Damit wir euch trotzdem über unsere Produktneuheiten und alles Wissenswerte rund um das Thema Reifen informieren können, haben wir den Metzeler Table Talk ins Leben gerufen. Gleich in der ersten Folge gibt es eine spektakuläre Neuvorstellung. Als Gast ist mit dabei Frank Facher und der wird uns alles Wissenswerte rund um den neuen Tourance Next 2 erzählen. Hallo, mein Name ist Michael und ich habe das große Vergnügen, euch heute zur ersten Folge des Metzeler Table Talk zu begrüßen. Wie man das bei einer ersten Folge und bei einer großen Neuvorstellung so macht, feiern wir heute tatsächlich auch eine Premiere. Und hierfür habe ich an meiner Seite Frank Facher. Frank Facher ist Marketingleiter bei Metzeler Motorrad und natürlich die perfekte Ansprechperson, wenn es um Neuerungen geht. Und die Aufmerksamen unter euch werden vielleicht schon gesehen haben, worum es denn heute geht. Hallo Frank. Hallo Michael, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Hi. Genau, ich habe es jetzt ja schon angeteasert. Worum geht es denn heute? Was ist denn die große Neuheit 2021 bei Metzeler? Ja, unsere T-Shirts verraten es ja schon so ein bisschen. Wir haben ein neues Produkt im Bereich Enduro Street, den Tourance Next 2, der Nachfolger des legendären Tourance Next. Legendär, du hast es ja gerade schon angedeutet. Das gute Stück wurde vorgestellt, also der Tourance Next im Jahr 2013. Ist tatsächlich für Metzeler ein Kassenschlager gewesen und auch in einem sehr, sehr wichtigen Segment, einer der wichtigsten Reifen gewesen, hat mehrere Testsiege eingefahren und wird jetzt eben durch den Tourance Next 2 abgelöst. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, was haben wir denn an Neuerungen und was macht den Reifen denn tatsächlich aus? Du hast es schon richtig angedeutet, das Segment ist extrem wichtig, macht ca. so 30% der gesamten Zulassungen in Deutschland jedes Jahr aus und es ist auch eines der am schnellsten wachsenden Segmente von Neuzulassungen der Motorrädern. Und deswegen ist es für uns eben auch da besonders wichtig, natürlich den Motorradfahrern irgendwo Updates zu bringen, neue Produkte zu präsentieren, die vor allen Dingen in Richtung Sicherheit gehen, die aber auch natürlich den Fahrspaß und auch die Performance des Reifens erhöhen. Und der Tourance Next 2 setzt eben genau da an, indem er eben in allen Bereichen, sage ich mal, eine klare Verbesserung des Tourance Next darstellt. Wir haben also klipp und klar eine verbesserte Nasshaftung, wir haben eine wesentlich bessere Bremsperformance, aber wir haben natürlich auch Themen wie ein sportliches, leichtfüßiges Handling und natürlich auch das Thema irgendwo Geräuschentwicklung. Die Motorräder werden immer besser, die Helmsysteme werden immer besser und damit ist natürlich auch das Thema Laufgeräusch beim Reifen immer so ein Thema, das irgendwo berücksichtigt werden muss in der Entwicklung und wo man auch mittlerweile ein besonderes Augenmerk drauf legen muss und auch da haben unsere Entwickler richtig Gas gegeben. Okay, jetzt muss ich vielleicht doch noch mal einen Schritt zurück machen, denn ja nicht alle Zuschauer, die jetzt hier heute vielleicht dabei sind, kennen sich grundsätzlich mit den verschiedenen Reifengattungen und den verschiedenen Modellen für in dem Moment große Reise- und Straßenenduros und den Enduro-Street-Bereich aus. Für welchen Käufer ist denn der Reifen eigentlich so grundsätzlich gedacht? Also welche Nutzungseigenschaften sind denn im Segment des Tourance Next 2? Wir haben hier, sage ich mal, dieses sagenumwobene Reise-Enduro-Adventure-Street-Segment von den Motorrädern her. Das heißt, derjenige, der damit mal eine längere Tour fährt, nach Italien fährt, auf Sardinien fährt, Slowenien, Kroatien und so weiter fährt, der aber damit auch mal nur kleine Pendeltouren in die Stadt macht und so weiter. Also ein sehr breit gefächertes Segment, wenn man so will. Das bedeutet aber auch, dass an den Reifen natürlich sehr viele verschiedene Anforderungen gestellt werden. Also wir haben hier das Thema Laufleistung, was natürlich essentiell ist. Wenn man jetzt eine längere Reise damit machen will, braucht man das. Wir haben natürlich dann auch das Thema wiederum Nasshaftung, Kälteeigenschaften und so weiter. Wenn man jetzt im Oktober oder im März in die Arbeit fährt und es hat nur 4 Grad, dann muss der Reifen auch funktionieren und muss enorm viele Sicherheitsreserven bieten. Das heißt, an den Reifen werden da relativ viele Anforderungen gestellt, verschiedenster Art und die versuchen wir natürlich da abzudecken. Okay, jetzt ist ja das
Segment relativ breit gefächert von den Motorrädern her. Also wir haben klassisch natürlich BMW GS, das ist ja quasi der Zulassungssieger in den letzten, 10 Jahren, solange ich mich daran erinnern kann, führt die immer die Zulassungsstatistik an. Es gibt aber natürlich auch noch andere Motorräder aus dem Bereich, wie zum Beispiel die Triumph Tiger Serie, wir haben die KTM Adventure Serie und natürlich auch, um bei BMW zu bleiben, die verschiedenen GS-Modelle. Ich gehe mal davon aus, dass für die gesamte Range dann logischerweise auch der Touring Next 2 peu à peu zur Verfügung stehen wird? Genau so ist es. Bei den KTM Adventure Modellen hat man eben einen anderen Geschwindigkeitsindex. Bei den BMW GS-Modellen hat man, sage ich mal, grundsätzlich diese zwei Hauptdimensionen. Einmal, sage ich mal, für die älteren GS-Modelle und für die neuen GS. Und all die Dimensionen werden, ich sage mal, im Frühjahr 2021 für alle verfügbar sein, pünktlich zum Saisonstart in den Lägern beim Händler. Okay. Jetzt haben wir quasi die verschiedenen Nutzungsgewohnheiten der Fahrer schon angesprochen. Also du hast es gesagt, ne? Reisen, Pässe fahren, dann vielleicht auch pendeln. Was natürlich bei der Adventure oder KTM Adventure, da steckt es ja schon drin, ne? Ist ja so diese Abenteuerkomponente mit dabei. Da denke ich natürlich dann sofort an Offroad. Jetzt ist ja der Reifen im Segment Enduro Street, da steckt ja auch die Straße schon mit drin. Wie ist denn das, ich sag mal, Verhältnis zwischen Offroad und Straßenanteil beim Reifen gedacht? Sehr, sehr guter Punkt. Wenn man jetzt sagt, man ist jetzt in Deutschland die ganz normalen Straßen gewohnt, da hat man immer sehr, sehr guten Asphalt. Aber sobald man sich dann mal in etwas vielleicht südlichere Gefilde bewegt, hat man dort eben auch mal Schotterpassagen, man hat auch mal Offroad-Anteile. Und genau aus dem Grund ist es natürlich auch wichtig, dass so ein Reifen sowas auch kann. Man kann das jetzt natürlich nicht mit einem reinen Offroad-Reifen vergleichen, aber von der Einteilung her würde ich mich jetzt irgendwo 90%, 85% Straße bewegen und ca. 10-15% Offroad-Anteil, den man auch sicher und gut damit bewältigen kann. So, jetzt haben wir die verschiedenen Eigenschaften des Reifens angesprochen und was jetzt natürlich noch ein wichtiger Punkt ist und ich denke, da werdet ihr sicher auch sehr, sehr interessiert dran sein, wie sieht das gute Stück denn tatsächlich aus? Was hat sich verändert? Und ich würde vorschlagen, wir stellen uns jetzt mal direkt an den Reifen und du kannst uns dann quasi direkt am Modell, am Vorderrad und am Hinterreifen erklären, was es denn für technische Neuerungen gibt, wo die Veränderungen liegen, ja, und uns einfach auch mal zeigen, wie das gute Stück denn jetzt aussieht. Sehr gerne. So, und damit sind wir dran am guten Stück, dem neuen Touring Next 2. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick fällt mir auf jeden Fall die Verwandtschaft zum Vorgänger auf. Das Profildesign erinnert auf jeden Fall mal an den Touring Next. Aber ich bin mir sicher, da hat sich optisch einiges getan. Man sieht ja leichte Veränderungen. Und ja, innen drin ist natürlich mit Sicherheit auch einiges passiert. Mischung und Aufbau. Aber dafür habe ich ja dich an meiner Seite, Frank. Erzähl doch mal, was sind denn die Neuerungen am Touring Next 2? Ja, Michael, du hast völlig recht. Es gibt da auf jeden Fall eine sehr, sehr große Ähnlichkeit am Hinterrad, vor allen Dingen beim Profildesign schon. Wir haben weiterhin, sage ich mal, diese markanten Längsrillen und wir haben auch weiterhin die markanten Profilrillen an der Seite. Jetzt beim neuen Touring Next 2 unterscheiden sich eben die Längsrillen, dass sie unterbrochen sind, dass sie dort eben solche Verbindungsbrücken haben. Das ermöglicht es eben, sage ich mal, mehr Stabilität auf Asphaltstraßen zu generieren, zugleich aber auch diese, sage ich mal, guten Offroad-Eigenschaften zu behalten. Das ist jetzt mal so, sage ich mal, das grobe Offensichtliche. Wenn man jetzt mehr ins Detail reinschaut bei den Profilrillen, dann erkennt man die eigentliche Neuerung. Wir nennen das Dymatec-Technologie. Das bedeutet im Endeffekt, dass wir in den seitlichen Profilrillen je nach Schräglage, je nach quasi Schulterteil verschiedene Böschungswinkel in dem Profil haben und damit die Möglichkeit haben, quasi den Reifen immer perfekt an den Untergrund anzupassen. Das ist natürlich extrem wichtig, wenn man jetzt aus einer Kurve raus beschleunigt, will man diese Traktion haben. Alle Motorräder haben diese modernen elektronischen Helferlein, aber natürlich hilft da mehr Traktion immer mehr. Und das ermöglicht es uns, sage ich mal, dort eben gewisse Reserven herauszuholen. Das ist der eine Punkt. Der andere große Punkt ist natürlich, dass wir es schaffen, dadurch, sage ich mal, über die gesamte Lebensdauer von dem Reifen eine gleichmäßige Abnutzung zu erreichen. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht dieses Problem mit Auswaschungen, mit Sägezahnbildungen und so weiter und schaffen es damit, sage ich mal, eine relativ stabile Reifenoberfläche zu generieren, die sich dann über die gesamte Lebensdauer immer die gleichbleibende Performance bietet. Okay, damit haben wir quasi das Profil oder das Profildesign angesprochen, aber ich hatte es ja schon angedeutet und du vorhin auch schon, wir haben natürlich verbesserten Nassgrip und diese Eigenschaften werden ja hauptsächlich auch durch die Mischung mit generiert. Was ist denn da im Reifenbereich passiert?
Ja, wie so oft sind auch oftmals die größten Änderungen unter der Motorhaube dann zu finden sozusagen. Und ähnlich ist es hier auch bei dem Torrens Next 2. Es gibt hier ein komplett neues Mischungslayout, das nennt sich Hyperbase. Bis jetzt war es immer so, dass man meistens eine Cap-and-Base-Mischung hatte. Und dieses neue Mischungslayout zeichnet sich eben dadurch aus, dass wir unsere quasi Bi-Compound-Laufflächenmischung haben und unter diesen quasi 2 Mischungen haben wir nochmal eine Mischungsschicht eingezogen. Dadurch konnte eben nochmal eine Ticken mehr Stabilität erreicht werden, allein von der Gummimischung her schon, ohne jetzt an der Karkasse da viel zu verändern. Aber, und das ist der eigentliche große Vorteil daran, es hat uns es auch erlaubt, komplett neue Reifenmischungen zu entwickeln. Das gibt wiederum die Möglichkeit für, sage ich mal, den Motorradfahrer mehr Sicherheitsreserven zu haben, aber auch mehr Performance zu haben. Wir haben weiterhin in der Mitte eine relativ, harte Reifenmischung und an den Flanken und im Schulterbereich, im Halbschulterbereich haben wir eben eine Full-Silica-Mischung, die dann eben für das Thema Nasshaftung extrem wichtig ist, aber auch, wenn es kälter ist, dass man vom ersten Meter an wirklich dieses Vertrauen hat und genau weiß, wie fühlt sich das Motorrad an und was macht es. Und genau dafür, sage ich mal, ist auch die Entwicklung in die Richtung gegangen. Okay, jetzt hast du es gerade angedeutet, verschiedene Laufflächenmischungen und diese Hyperbase-Technologie. Das bedeutet quasi, wir haben wie beim Vorgänger in dem Moment auch eine Bi-Compound-Mischung, eine 2-Komponenten-Mischung mit einer etwas softeren, etwas grippigeren, will ich jetzt mal sagen, haftungsintensiveren auf den Flanken und einer etwas widerstandsfähigeren in der Laufflächenmitte. Ich nehme mal an, Silica wird wahrscheinlich auch ein großes Stichwort sein im Punkto Nassgrip. Der soll ja beim Reifen deutlich verbessert worden sein. Das spielt wahrscheinlich hier im Hinterreifen auch eine große Rolle mit, ne? Genau so ist es. Wie du schon angesprochen hast, wir haben im Hinterrad eine Bi-Compound-Mischung. Bedeutet im Endeffekt, die Laufflächenmitte mehr oder weniger ist mit einer harten Mischung ausgestattet und die Flanken sind eben mit einer Full-Silica-Mischung ausgestattet. Ist speziell auch dann wichtig, sage ich mal, wenn es kälter ist oder wenn man quasi ab dem ersten Meter wirklich diesen Grip und dieses Vertrauen haben will. Da ist Silica essentiell und genau deswegen ist es da eben auch so wichtig. Okay, jetzt haben wir den Hinterreifen, ich sag mal, abgehandelt. Neuerungen gibt es natürlich auch am vorderen Ende des Motorrads, beziehungsweise am Vorderreifen in dem Moment. Auch hier wahrscheinlich eine neue Mischung am Start? Genauso ist es. Am Vorderrad sind wahrscheinlich die Ähnlichkeiten einen Ticken geringer geworden. Das Profildesign wurde komplett überarbeitet. Das Thema Akustik ist da eigentlich eines der wichtigsten Stichworte, das wir bei uns in der Entwicklung da hatten. Wie schon eingangs angesprochen, Motorräder werden immer besser, Motorräder werden immer leiser und so weiter. Aber auch, sage ich mal, Bekleidung und so weiter verbessert sich stetig. Das heißt, Laufgeräusche, die vom Reifen kommen, sind dann immer ein störendes Thema. Und damit sowas eben nicht entsteht, haben unsere Entwickler da wirklich ein besonderes Augenmerk draufgelegt. Ein großes Problem ist da oftmals, dass in gewissen Geschwindigkeitsbereichen sogenannte Interferenzen entstehen. Also dass immer diese wiederkehrenden Schwingungen dann entstehen und die dann so ein pfeifendes Geräusch, was wirklich beim Fahren nicht so angenehm ist, vielleicht hervorrufen. Und genau darauf hat man eben abgezielt, indem man quasi diese seitlichen Profilrillen, die sich in der Mitte auch überlappen, mehr oder weniger asymmetrisch angeordnet hat. Damit hat man eben dieses Problem nicht, dass es wiederkehrende Frequenzen mehr oder weniger gibt und hat damit sozusagen dieses Akustikthema, diesen Akustikkomfort, wenn man so will, verbessert. Das ist jetzt so mal das Offensichtliche. Aber auch wie im Hinterrad ist das Thema Reifenmischung mittlerweile eines der größten Spielplätze für die Entwickler geworden. Wir haben am Vorderrad eine nicht Full-Silica-Mischung, sondern eine 85%ige Silica-Mischung, die es uns aber erlaubt hat, speziell im Thema Nasshaftung, aber auch im Thema Bremsperformance enorme Fortschritte zu erzielen. Wenn man das jetzt mit dem Vorgänger vergleicht, haben wir hier ungefähr eine Verbesserung von 10% beim Bremsweg und das kann oftmals schon entscheidend sein. Absolut. Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Faktor und da spielen eben Bremswirkung, Bremskraft und Bremsweg natürlich eine große Rolle, genauso wie die Nasshaftung und natürlich auch das Thema subjektives Empfinden, Sicherheitsgefühl. Und ich habe jetzt gerade, während du erzählt hast, mal so einen kleinen Blick hier auf das Spinnendiagramm geworfen und da ist ja auch das Thema Fahrstabilität und Sicherheitsgefühl als deutlich verbessert gegenüber dem Vorgänger kommuniziert. Frank, vielen Dank erstmal für die Informationen rund um den neuen Torrens Next 2. Falls ihr jetzt noch weitere Details und Informationen zum Reifen sucht und wissen möchtet, habt ihr natürlich die Gelegenheit, auf metzler.com vorbeizuschauen. Dort gibt es natürlich eine Produktseite, da findet ihr nochmal alle interessanten Neuigkeiten, alle Neuerungen und alle Details zum Reifen erklärt. Und ganz, ganz wichtig für euch natürlich auch, ihr seid natürlich ganz besonders daran interessiert, passt das gute Stück denn zu meinem Motorrad? Und ihr habt dann natürlich auch auf der Metzler Homepage die Möglichkeit, über die Reifensuche euer Motorrad auszusuchen und euch eben anzeigen zu lassen, passt das gute Stück denn schon zu meinem Motorrad natürlich?
Und falls ihr da nicht fündig werdet oder auch Fragen habt, die vielleicht jetzt nicht direkt auf der Website beantwortet werden, habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch an den Metzler Support zu wenden, sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Dort helfen euch die netten Kollegen sehr gern weiter. Und ja, damit sind wir am Ende des ersten Videos angekommen. Spannende Neuerung mit dem neuen Touring Snake 2. Frank, dir nochmal ein herzliches Dankeschön für sehr die Aufklärung und die Vorstellung des neuen Reifens. Und euch danke ich natürlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen uns beim zweiten Teil des Metzler Table Talks wieder. Und sage ciao, bis zum nächsten Mal.